Hallo, 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 hallo. Heute gibt es ein Video in Soft Spoken. Ich kann das wirklich unfassbar schlecht, also ich versuche eher so leise zu reden, obwohl ich eigentlich finde, dass Soft Spoken so eine ganz kleine Grenze ist zwischen Whispering und Talking, also und dass man da halt immer so lang streifen muss an dieser Grenze, aber ich glaube, ich kann das nicht so gut. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass Ihnen dieses Video gefällt. Ich weiß, es gibt absolute Hater von Softspoken, also das Video ist heute definitiv nichts für diese Leute. Aber ja, für alle anderen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Entspannung. Ja, wie ihr im Titel wahrscheinlich sehen könnt, gibt es ein Skincare-Update. Und ich hatte das Video schon mal gedreht für Kanalmitglieder. Das haben aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur 2 Leute gesehen. Also, ja, dachte ich mir, ich drehe das jetzt hier nochmal, weil diese Kanalmitgliedschaften gibt es jetzt eh nicht mehr. Also, ja. Und ich denke, die 2 Leute sind jetzt auch nicht böse, wenn die anderen das alle nochmal sehen. Ja. Ich bin irgendwie so konzentriert gerade auf das Reden, dass ich gar nicht checke, was ich sagen will. Egal. Wir fangen mit dem ersten Produkt an. Das kennt, glaube ich, so gut wie jeder durch X Skincare, so Leon. Weil das hat einfach jeden Hype, glaube ich, durchlebt. Auf jeder Plattform. Die Rede ist von dem Liquid Hydrator. Der ist jetzt auch schon ziemlich leer. Den benutze ich immer morgens, um der Haut Feuchtigkeit zu spenden und alles so ein bisschen vorzubereiten. Also das ist einfach so eine Flüssigkeit, die sehr schnell einzieht. Und ja, ich werde wie beim letzten Video keine krassen Tipps oder so geben können, einfach weil ich also ich bin schon in der Thematik ein bisschen drin, aber was jetzt genau welcher Wirkstoff wie macht, vergesse ich immer wieder. Also das ist jetzt heute kein Aufklärungsvideo oder so oder Erklärungsvideo, sondern ich zeige euch einfach, was ich jetzt mittlerweile benutze und was vor allem für meine Haut funktioniert, weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass nur weil jetzt die Sachen für mich in Frage kommen und halt gut funktionieren, das nicht bedeutet, dass das eure Haut verträgt. Also da, ja, kann man immer ganz gut rumprobieren, bis man zu was kommt, wo man sich sagt, das ist nice. Ja. Aber ich glaube, bei diesem Teil hier kann man wirklich nicht viel falsch machen. Genau. Also damit starte ich morgens. Man kann das morgens und abends benutzen, aber ich habe am Abend ein anderes Feuchtigkeitsprodukt, was ich euch später zeige. Deswegen, ja, da benutze ich das halt nicht. Genau, dann geht es weiter mit diesem Produkt hier. Ich weiß immer nicht, ob man das Theramid ausspricht, aber manche sagen Clopteramid. Theramid Ceramide Treatment ist das. Das sind 3%. Da sind auch noch Eztoine oder Ectoine, ich weiß nicht. Und Cica Giga mit drin. Und das ist für die Hautbarriere. So ein Produkt hatte ich das letzte Mal gar nicht mit drin in meiner Routine. Und ich habe halt nach jedem Mal mein Gesicht waschen, wenn ich in der Dusche war, was auch immer, mein Gesicht halt mit Wasser in Kontakt kam, ein extremes Spannen gespürt auf der Haut. Also es war so, es war das so gespannt.
Und irgendwann meinte dann meine Freundin zu mir, das heißt halt, dass deine Hautbarriere am Arsch ist. Und seit ich das hier benutze, habe ich das Gefühl, dass es weniger ist. Also es ist nicht ganz weg, es ist irgendwie so manchmal. Aber ja, das denke ich hat mir schon geholfen. Ich finde die Deckel irgendwie immer so blöd davon. Ich habe noch ein anderes Produkt, also das ist jetzt gerade neu. Aber davor, dasselbe, was ich hatte, da ist immer hier so ein Riss reingekommen und es geht auch so schwer zu. Ich weiß nicht. Irgendwie das Packaging von denen mag ich gar nicht. Ja. Aber das Produkt da drin ist geil. Die sind affenteuer. Also ich glaube, das kostet 35 € ein so ein Teil. Aber es hat bei mir 2 Monate, glaube ich, gehalten. Also das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ihr könnt mir gerne mal, das ist so schwierig, könnt mir gerne schreiben, ob ich den Gain mehr runterstellen. Also ich habe ihn jetzt schon runtergestellt für das Video, aber ob ich ihn noch weiter runterstellen soll. Oder ob ihr halt den Sound ein bisschen runterdrehen musstet, als ihr dann auf dem Video wart, im Vergleich zu meinen anderen Videos. Dann kann ich daran noch mal ein bisschen arbeiten. So wie jetzt meine Soft-Spoken-Stimme ist, kann ich leider nicht so krass beeinflussen oder halt mit der Übung. Aber da, ja, egal was ihr da kommentiert, da werde ich nichts ändern können. Aber was die Lautstärke betrifft, fände ich es cool, wenn ihr feedbacken würdet. Ja. Also das hier immer morgens. Und dann manchmal, nicht immer, benutze ich noch diese Drops hier. Die sind von, jetzt kommt wieder der Name, Beauty of Joseon. Joseon, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß immer nicht. Ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie jemand diesen Namen aussprechen hören. Das ist ein Glow-Serum mit Propolis und Niacinamiden. Propolis ist anscheinend so ein Honig oder irgendwas. Also nicht vegan. Das habe ich einfach mal so Spaß mit im Warenkorb gehabt. Also ich glaube, ich werde, wenn das leer ist, mir dann einfach normal Niacinamide kaufen. Und ja, dann noch eine größere Packung. Aber die sahen irgendwie so cute aus. Es ist kein Glas, also ich weiß gar nicht, was dieser Plastik klingt irgendwie auch anders. Ja, aber dafür, dass ich das jetzt auch schon eine längere Zeit habe, ist da noch gut was drin. Also ja, ich habe die aber am Anfang auch wirklich ganz, ganz selten benutzt, so irgendwie als kleines Extra, ich weiß nicht. Mittlerweile manchmal sogar abends und morgens. Also ja, das kommt dann drauf. Und dann finische ich schon, kann man das so sagen, mit meiner Sonnencreme. Ich weiß, einige benutzen noch vor der Sonnencreme eine Tagespflege, also eine Creme. Mache ich irgendwie nie. Also das ist mir echt zu dick, weil ich halt schon hier das Gefühl habe, das ist halt wie eine Creme und dann benutze ich das so. Ja, ich habe jetzt aktuell die, man sieht die schon sehr gut aufgebraucht. Das Nice an der ist halt, dass die nicht so diesen fettigen Film da lässt. Also ja, es ist halt sehr angenehm auf der Haut, wenn man jetzt Sonnencreme auf den Körper aufträgt, dann ist das ja den ganzen Tag kleberig. Und das ist bei der nicht. Das ist auch von Beauty of Joseon. Aber ich denke, das kennen auch einige, weil das so ein Trendprodukt war. Oder ist. Ich folge so Ärzten, so Skincare-Ärzten, kann man die so nennen. Hautärzten. Lost. Und die haben mal eine Umfrage gemacht, welche Sonnencreme am meisten benutzt wird. Und da war auf jeden Fall die hier ganz weit oben. Aber ich weiß nicht, ob man sich auf sowas verlassen kann. Also ich bin sehr zufrieden. Da kommen wir wieder zu der Thematik mit meiner Hautfarbe. Das war neulich im Stream ein kleines Thema, weil ich halt sehr, sehr weiß bin. Je nachdem, wie ich mich hier ausleuchte, sieht das natürlich nicht so aus. Aber in Real Life bin ich schon wirklich sehr, sehr weiß. Und ich glaube, es liegt halt mit daran, dass ich immer sehr, sehr dick Sonnencreme auftrage, weil mein Körper bräunt sich an sich. Aber dadurch, dass es auch schon eigentlich vor der Zeit war, wo ich angefangen habe, so Daily Sonnencreme zu benutzen,
glaube ich manchmal, dass es von den ganzen Akne-Mitteln kommt, dass ich einfach nicht mehr so im Gesicht braun werde, keine Ahnung. Also ich habe ja ganz noch vor der Tretinoin-Therapie so eine Creme gehabt, wie hießen die? Irgendwas mit Duo. Kein Plan mehr. Epiduo. Genau, und das hat halt die obersten Hautschichten so weggeätzt. Und in der Zeit wurde ich auch gar nicht braun im Gesicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Irgendwie. Aber falls das ein Faktor sein kann, also ich finde es plausibel, dann liegt es maybe an der Creme. Ich habe auch noch die von letztem Mal auf Lager. Die werde ich danach wieder benutzen. Einfach weil, keine Ahnung. Ich habe dieselbe hier nochmal von Beauty of Josie Hose. Ach ja, Namen aussprechen so toll. Das war so ein Zweierpack. Und ja, also wirklich, ich benutze sie täglich sehr, sehr viel. Also eine große Menge meine ich damit, mit sehr, sehr viel. Und die habe ich schon seit über 3 Monaten, glaube ich. Oder? Ja, also um die 3 Monate und sie ist noch nicht leer, wie man sieht. Also die hält gut. Und ja, die habe ich jetzt gar nicht auf. Also das ist die von letztem Mal einfach. Auch da weiß ich immer noch nicht, wie man es ausspricht. Entweder is tree, wenn man es googelt, is a tree. Ja, diese Hyaluronic Acid Watery Sun Gel und das ist halt wirklich watery. Und das ist so leicht auf der Haut und richtig angenehm. Ja, deswegen, also das sind meine 2 Lieblings-Sonnencremes. Und haben beide Sonnenschutzfaktor 50, ne? Okay, hier erzähle ich vielleicht Lügen. Ich weiß es nicht. Doch, da oben steht es. 50. Hab's nicht gesehen. Okay. Also ja, das ist so meine Morgenroutine. Ganz selten benutze ich noch das hier. Das hatte ich damals noch so als kleines Extra bekommen nach der Tretinoin-Therapie. Das ist einfach nur Acelainsäure. 15%. Bei der ist halt das Ding, dass meine Haut schnell, wenn ich da größere Flächen bedecke, anfängt zu brennen und zu jucken. Deswegen ja, benutze ich das dann eher abends. Ich weiß, das ist eigentlich eine Reaktion für benutzt das nicht mehr. Aber ich habe auch im Internet gelesen, dass es manchmal einfach Zeit braucht, bis die Haut sich dran gewöhnt. Deswegen bin ich so, ja, das wird schon. Aber auch da, glaube ich, hole ich mir wieder so eine weniger hochdosierte Serum, dann glaube ich kein Gel oder Creme. Ja, was ich dann tagsüber drauf machen kann, weil das ja für Aknenarben und so eigentlich ganz gut ist. Ja. Abends habe ich wieder ein Produkt von Theramid. Das Grüne hier, das ist Retinol bzw. Retinal, also beides in einem. Clinical Vitamin A heißt das Treatment. Und das ist definitiv für meine Akne-Krater. Ich weiß, ihr seht die immer hier nicht so stark, weil ich so ein Weichmacher auf der Kamera habe. Aber sie sind auf jeden Fall stark da. Ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, aber irgendwie alles, was ich im Internet lese, ist, dass das halt nur minimal was macht. Und ich sehe jetzt auch immer noch nichts. Also ich werde wahrscheinlich wirklich irgendwann einfach diese Lasertherapie oder das Needling machen müssen, wenn ich das Geld dafür habe. Aber ja, ich versuche so ein bisschen halt damit zu machen. Es ist ja auch grundlegend einfach für Hauterneuerung so ein bisschen, deswegen irgendwas Positives wird schon tun. Und ja, da ist der Riss, von dem ich geredet habe. Ist an sich nicht schlimm, aber manchmal denke ich, okay, vielleicht kommt da jetzt Luft rein und das Produkt wird ein bisschen verändert, aber der Pumpspender ist ja auch nochmal sehr eng, deswegen das wird schon irgendwie nicht zu unhaltbar. Aber ich finde die Textur oder Konsistenz davon mega, mega nice. Das ist so ein leicht gelbliches Gel oder ja, Creme. Es ist irgendwie so ein Mischmasch. Ich habe so
so eine Konsistenz noch nie gehabt, keine Ahnung. Es zieht aber sehr, sehr gut ein, finde ich, und ist angenehm. Ja. Dann hatte ich es ja vorhin von Feuchtigkeit am Abend. Dann zeige ich euch jetzt ein Problem, ein Produkt, für das ich mich ein bisschen schäme. Das ist hier das. Und das ist Schneckenschleim. Und diese Schnecken werden unfassbar krass gequält, um an diesen Schleim zu gelangen. Also da gibt es zwar zwiespältige Meinungen, manche sagen so, nee, das stimmt nicht, aber wenn man auf Beta und so schaut, dann ja, und was, also wenn man ehrlich ist, ist sehr logisch, die müssen ja Massen davon produzieren. Da werden die Schnecken jetzt nicht gestreichelt oder so, ne? Ja, also ich denke, das kaufe ich mir nicht nochmal nach. Aber ich wollte es einfach unbedingt einmal testen. Und dann hat mein Egoismus gesiegt. Weil das halt auch echt derbe gehypt wurde. Man sieht, ich gehe sehr spendabel. Ich gehe sehr sparsam damit um. Deswegen ist da noch nicht so viel verbraucht. Man denkt jetzt Schneckenschleim, okay, irgendwie voll so klebrig, aber das ist sehr, sehr angenehm auf der Haut. Und ja, das benutze ich eben gerne für Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche anderen Vorteile hat. Das war wirklich einfach so ein Trendproduktkauf. Ja. Ich hoffe, Mila ASMR sieht das nicht. Junge, ich stoße heute richtig oft ans Mic. Aber ich schneide heute nicht so viel, sage ich, wie es ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch gar nicht so laut, dadurch, dass ich heute den Gain so runter habe. Kommt es mir vor, als könnte ich ja Rambazamba machen. Ja, dann ein Produkt, was ich auch schon letztes Mal gezeigt hatte. Das hier. Das benutze ich auch ultra selten. Ich weiß nicht, mit so... Ich weiß es nicht, warum ich das so selten mache. Ich denke immer, okay, ich will meine Haut nicht zu krass reizen, aber dann statt so einmal die Woche mache ich so alle paar Wochen. Obwohl man das ja sogar, wenn man die Haut dran gewöhnt, kann man das bis zu 2-mal, 3-mal die Woche. Ja, das ist ein chemisches Peeling. BHA. 2%. Ich habe ja noch dieses Peeling, was in der Trendbox war. Das habe ich jetzt hier nicht, weil ich das ja wirklich gar nicht benutze. Das hat so eine hohe Prozentzahl, dass ich da richtig Angst vor hatte. Ich habe das einmal aufgetragen. Und ja, da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit. Also so für Peelings oder so benutze ich eigentlich nur das hier. Ich habe noch so, wie heißt das nochmal? Heilerde. Schon so fertig angemischt. Aber auch da, meine Haut brennt des Todes direkt, wenn ich das drauf mache. Ich weiß nicht, bin ich immer... Lass mich es lieber sein. Ja, und diese Einmalmasken oder so, diese kleinen, die es auch in dem gibt, da bin ich irgendwie gar nicht der Typ für. Ich weiß nicht. Wenn, dann habe ich sowas, weil meine kleine Schwester mir das schenkt, weil die sowas so von dieses Zeug suchtet. Und dann immer, wenn ich Geburtstag habe oder Weihnachten ist, dann schenkt die mir so Zeug. Aber da denke ich immer, das ist einfach so unnötig, so einmal so ein Tuch ins Gesicht machen. Was soll denn das bringen? Ja, keine Ahnung. Aber ja, das ist so ein Trendprodukt. Ich sage wieder eigentlich nur Trendprodukte. Also warum ich mich jetzt für den entschieden habe, würde ich sagen, weiß ich nicht. Ich wurde influenced. Ja. Dann für den Abend habe ich, wo ist das andere hier? Habe ich die 2 Cremes aus den Trendboxen. Tada. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so happy, dass immer wieder irgendeine Creme mit drin ist, weil ich finde die so geil. Die hier. Da. Von Bergland. Ist sehr, sehr reichhaltig. Also die Heißpflegecreme leicht, aber also die ist wirklich unfassbar dick auf der Haut und fettend. Deswegen will ich auch nur für den Abend nehmen, wenn ich dann schlafen gehe. Ich kaufe sie nicht nach, weil die war affenteuer. Also irgendwas mit 40 € oder so. Aber bis dahin habe ich sehr wieder irgendeine andere Creme. Also ich habe ja nicht mal die hier aufgebraucht. Die ist ja auch schon ein paar Monate alt. Man sieht, hier geht schon das Zeugs ab. Die finde ich sehr angenehm, weil die einfach so ein leichtes Tragegefühl macht. Ja. Und die hatte diesen Geruch von
Arnika, was mich an meine ganz alte Creme erinnert hat, als ich noch im Biomarkt gearbeitet habe. Und ja, das fand ich, gibt nice Flashbacks. Vor allem hier ist ja noch so viel anderes Zeug drin. Hier mit 5-fach Wirkkomplex und was weiß ich, was da alles drin ist. Probiotik, Hyaluron. Ich habe immer ein gutes Feeling, wenn ich die auftrage. Und sie ist relativ geruchsneutral. Obwohl, was ist das? Aber wenn es eingezogen ist. Ja, sie ist nicht geruchsneutral. Aber ich kann es nicht einordnen. Aber nicht unangenehm penetrant. Und da habe ich ja schon im letzten Video erzählt, dass ich da gar nicht drauf klarkomme, wenn irgendwas so intensiv riecht. Ja, das waren jetzt schon alle Produkte. Ich bin gerade irgendwie verblüfft, wie schnell das ging. Also, ich weiß nicht, ich bin relativ zufrieden aktuell. Also, ich habe das Gefühl, meine Haut hat eigentlich alles, was sie braucht. Was jetzt halt fehlt vom letzten Mal zum Beispiel, ist das Vitamin C, worauf viele ja mega schwören, aber da, ich weiß nicht, das war schon letztes Mal so nervig für mich, weil das ja eher kühl gestellt werden muss und schnell abläuft, also schnell nicht mehr so die Qualität hat halt. Und da hatte ich jetzt einfach irgendwie keinen Bock mehr drauf und weil das halt auch sehr aggressiv für die Haut ist. Deswegen dachte ich, ich gewöhne mich jetzt erstmal so an diese Routine und dann vielleicht in ein paar Monaten oder so gönne ich mir das auch noch. Ja, grundlegend nochmal allgemein so gesagt, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie man sich ernährt, also was man sich innerlich zufügt, dass man vor allem viel, viel trinkt, ausreichend schläft, sowas hat viel mehr Auswirkungen auf die Haut, als sich irgendwas ins Gesicht zu klatschen. Das wollte ich nochmal anmerken. Und grundlegend so diese Thematik wieder mit, warum man das jetzt überhaupt alles macht, so um sich irgendwie, um weniger zu altern oder was weiß ich. In erster Linie habe ich so für mich festgestellt, ist sich das ganze Zeug auftragen eigentlich eher für meine Seele. Also wirklich, es gibt mir innerlich gute Gefühle, wenn ich das alles gemacht habe. Und ja, es ist gar nicht mehr so dieses, oh mein Gott, ich will nicht, dass meine Haut so schnell altert oder so. Natürlich, der Punkt mit den Aknenarben ist schon sehr groß für mich. Aber da ist mir auch bewusst, dass ich das jetzt hier mit den Produkten nicht hinbekommen werde. Also es ist eigentlich eher so ein nice to have, aber ja. Und ihr müsst auch nicht hier diese ganzen teuren Sachen euch gönnen. Also ich habe vieles im Angebot gekauft. Also vielleicht schaut ihr da immer mal so auf unterschiedlichen Seiten nach halt Aktionen oder so. Weil das alles zusammen ist weit über 100 Euro. Und da findet ihr sicher auch in der Drogerie einiges. Da kann ich nur noch mal auf X Skincare Leon verweisen. Der macht ja auch immer so Drogerie rein und zeigt euch da, was für Alternativen es gibt, weil von Mixer aus dem DM gibt es so auch ein sehr gutes Ceramide-Treatment. Ich weiß es gerade nicht mehr, das war glaube ich eine Creme dann. Und auch so jetzt dieses Produkt hier ist jetzt auch nicht so teuer und es gibt da ganz, ganz viel. So. Ich danke euch fürs Anhören. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu confusing, meine Stimme mal so zu hören. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das angehört habt. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Und bis dahin, alles Liebe. Lieb.